Weißt du, wo die weltgrößten Tech-Konzerne zu Hause sind? Egal ob Google, Apple oder Tesla, sie haben mehr oder weniger dieselbe Adresse, nämlich das Silicon Valley. Eine Hochburg für Technologieunternehmen und Startups. Wie ist es überhaupt zum Silicon Valley gekommen? Wo liegt es? Und warum ist es so beliebt für viele Unternehmen auf dieser Welt? Deine Fragen, auf die ich jetzt Antworten habe. Das Silicon Valley ist das Epizentrum für Technologieunternehmen weltweit. Es befindet sich im südlichen Teil der San Francisco Bay Area und umfasst Städte wie Santa Clara oder Mountain View. Wo es aber tatsächlich beginnt und wo es aufhört, ist nicht definiert. Doch schauen wir auf die Anfänge zurück. Es hat 1950 begonnen mit den ersten Technologiezentren und vor allem auch der Stanford University. Danach sind Unternehmen wie Apple und IBM dazugestoßen und daraus wurde dann ein Zentrum für Computerhardware und Softwareentwicklung. In den 1990ern ist es dann auch zum Zentrum des Internets geworden. Unternehmen wie Google, Facebook und Twitter haben hier gegründet und die Art und Weise, wie wir einkaufen und konsumieren, grundlegend verändert. Doch warum heißt Silicon Valley eigentlich Silicon Valley? Silicon Valley zählt zu den führenden Standorten für die Produktion von Halbleiterchips, die eben aus Silizium hergestellt werden. Silizium auf Englisch ist Silicon, Silicon Valley. Aber warum wollen so viele Unternehmen überhaupt in Silicon Valley? Erstens gibt es eine sehr starke Forschungsinfrastruktur mit tollen Universitäten wie UC Berkeley und Stanford University. Darüber hinaus gibt es einen riesigen Pool an Talenten und zwar auch international, weniger Regulatorik, dahingehend eine Kultur von Innovation und mehr, viel Venture Capital, das heißt viele Investoren, die natürlich auch diese Startups unterstützen. Außerdem gibt es eine hervorragende Infrastruktur mit schnellem Internet, Verkehrsknotenpunkten und Flughäfen. Doch lohnt es sich noch als junge Gründerinnen in Silicon Valley zu gehen? Ursprünglich hat das Silicon Valley extrem viel Reichtum den Technologieunternehmen verschafft, mittlerweile sind aber die Gehälter und die Mietpreise stark gestiegen. Das hat damit zu tun, dass einfach viel Wettbewerb am Markt ist aufgrund der besten Talente, dadurch die Mietpreise gestiegen sind und die Lebensqualität sich reduziert hat. Und aufgrund der starken Zunahme an Unternehmen ist die Infrastruktur teilweise überlastet, es kommt zu Stromausfällen und viel Verkehr. Einige der großen Tech-Konzerne haben das Silicon Valley auch mittlerweile verlassen aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten oder weil die Steuervorteile in anderen Standorten besser sind. Unter anderem Dropbox und Oracle sind in Richtung Austin gegangen, Hewlett Packard ist unter anderem nach Houston gegangen und Tesla hat seinen Produktionsstandort nach Nevada verlagert. Warum Austin vor allem ein interessanter Standort ist, das erfährt ihr in einer der nächsten Folgen. Doch auch wenn einige Tech-Konzerne das Silicon Valley mittlerweile verlassen haben, bleibt es ein Standort für Innovation und Startups. Vor allem aber auch für Unicorns. Über dieses Thema haben wir in einer unserer vorherigen Folgen gesprochen. Klickt euch durch und kommentiert, was ihr als nächstes besprechen möchtet.